Hallo, mein Name ist Leni und gemeinsam mit meinem Mann Gabriel sanieren wir seit einigen Jahren dieses 100-jährige Haus und wir nehmen euch dabei mit. So, ich bin zurück vom Bärlauchpflücken. Wie ihr seht, habe ich einiges gepflückt und das ist nicht alles. Im Kühlschrank gibt es noch einiges und ich finde es einfach so cool, dass Bärlauch so tolle Nährstoffe und Vitamine hat. Also quasi alles, was der Körper jetzt nach dem Winter braucht, dass unser Immunsystem wieder gestärkt wird. Also ein richtiger Immunboost. Der Gabriel ist von der Arbeit zurück, hat gleich eingeheizt. Ja, eine Feier ist immer gemütlich und macht eine gute Stimmung. Es ist mal wieder ein schöner Nachmittag, also hauen wir es in den Garten. Endlich ist der Frühling auch wirklich da, weil die letzte Zeit war er kurzfristig da, dann kam wieder der Winter. Es hat geschneit, wir waren im Hot-Tub und haben das auch noch genossen, aber jetzt ist endlich Zeit für das Gewächshaus. Ja, jetzt sind wir fertig mit dem Umstechen. Ihr habt ja gerade zugeschaut. Ja, was soll ich sagen? Vorsprung durch Technik ist nicht immer der Fall. Die Bodenfräse hat uns frühzeitig im Stich gelassen. Im Getriebe ist die Übertragungskette abgerissen. Das Ding ist also außer Gefecht für die Saison. Weiß ich nicht, wann ich Zeit habe dafür, das zu reparieren. Aber ehrlich, so viel Zeit, wie ich bis jetzt schon damit verbracht habe, es zu reparieren, in der Zeit habe ich jetzt gerade ungefähr die Arbeit erledigt, die das Gerät erledigen hätte sollen. Technik ist nicht immer fortschrittlich. Manchmal ist man mit ein bisschen manueller Arbeit genauso schnell oder sogar schneller. So, das Gewächshaus steht erstmal. Ja, und es ist ganz schön warm draußen. Ich glaube, da bietet sich ein Eis sehr gut an. So, das Eis hast du dir verdient. Wow, vielen Dank. Schaut sehr lecker aus. Ist wirklich so gut, wie es ausschaut. Ja, somit ist auch Schluss für heute. Wir sehen uns also bald. Ja, hallo, ein neuer Nachmittag. Ich versuche schon seit ein paar Tagen, die Pflanzen etwas abzuhärten und jeden Tag ein paar Stunden rauszubringen. Das Wetter war sehr, sehr lange unbeständig und wir hoffen, dass es jetzt wirklich nicht mehr zum Schneien anfängt. Wir haben jetzt fast Mitte April und ja, es wäre echt doof, weil ich habe jetzt vor, die Pflanzen zu pikieren und dann im Gewächshaus zu lassen. Ja, wie Sie sehen können, sind die Tomaten schon sehr groß und sehr dicht, was nicht gut ist, weil ich habe gelesen, durch diese Dichte
bekommen die Pflanzen nicht genug Sauerstoff und dann kann es zu diesen leichten Verfärbungen da oben an den Blättern kommen. Es kann auch sein, dass diese Verfärbungen von zu starker Sonneneinstrahlung kommen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wir gar nicht so viel Sonne hatten jetzt die letzten Tage. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Angefeuchtet habe ich derweil die Erde schon mal, damit ich die besser rausbekomme und auch möglichst wenig verletze, also die Wurzeln. Sag, sollen wir die Tomaten gleich irgendwie ein bisschen düngen? Ich habe das jetzt voll vergessen, aber eigentlich hat es geheißen, wir sollen sie mal bekehren, schon Düngemittel hinzufügen. Ja, dann müssten wir eine Brennnesseljauche ansetzen. Die Brennnesseln sind aber noch nicht so groß, sind gerade erst gesprossen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, in 1-2 Wochen. Oder nachdem wir sie wirklich in die Erde gesetzt haben aus den kleineren Töpfen. Ja, jetzt sollte das Gewächshaus auch windsicher sein, also können wir endlich die Pflanzen reinstellen. So, das sind so viele. Ich suche mir da jetzt einfach die stärksten raus. Und wenn ich dann noch immer Becher übrig habe, dann werde ich die schwächeren auch noch einsetzen. Ja, wir sind gerade dabei zu pikieren und wir haben eigentlich schon mehr als genug für unser Gewächshaus. Aber das waren vielleicht ein Zehntel von dem, was hier noch vor uns liegt. Ja, Lene, wir haben ein bisschen ein Problem, gell? Du hast zu viele Pflanzen angesetzt und es sind auch wirklich alle was geworden. Nur, wo pflanzen wir es jetzt ein? Ja, wir haben Anfang der Saison mit der Lene eigentlich darüber geredet, einen zweiten Folientunnel zu besorgen. Dann haben wir aber gesagt, ja, macht eigentlich keinen Sinn, aber so wie das da ausschaut, bleibt uns fast nichts anderes über. Ich werde mich also auf die Suche machen und schauen, wo ich noch ein Gewächshaus auftreiben kann für meine liebe Frau. Ich hoffe, wir finden eins. Wir haben da hinten ja noch eine relativ große Freifläche. Ich zeige es euch einmal in der Draufsicht. So schaut das Ganze aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, also nicht vorstellen, sondern hier könnte man noch eins herstellen. Und das machen wir jetzt auch, weil sonst sind die ganzen Tomatenpflanzen ja für nichts gewesen. Und die Lene wollte ja immer schon viele und große Tomaten haben. Und dann schauen wir, dass wir es dieses Jahr auch wirklich zusammenbringen. Gut, wir breiten jetzt das Vlies aus, damit den Pflanzen schön warm ist. Ja, hallo. Ja, das Wetter ist nach wie vor
ziemlich bescheiden. Wir haben trotzdem heute etwas vor. Wir haben was Cooles bekommen und davor gibt es aber jetzt erstmal was zu essen. Wir machen heute eine Galuschki-Suppe. Die habe ich schon öfter gemacht, weil sie einfach lecker ist und eine gute Alternative zur normalen Kartoffelsuppe, weil immer wenn ich den Gabriel frage, was er sich zum Essen wünscht, das frage ich ja, weil ich manchmal einfach keine Ahnung habe, was ich kochen soll und gerade nicht so einfallsreich bin, dann sagt er Kartoffelsuppe. Das ist mir aber wieder zu langweilig. Deswegen machen wir jetzt eine Galuschki-Suppe. Die kommt ursprünglich aus dem russisch-ukrainischen Bereich. Gabriel ist da von der Arbeit. Jetzt gibt's Essen. Ja, ich habe schon massiv Hunger. Ich habe auf deinen Geschmack geachtet. Ach so? Ja, es gibt Kartoffelsuppe. Aber Wunderbar. abgeändert. Okay, na, ich bin gespannt. Die schaut mir ja nach Galuschki aus. Ja, Mit Kartoffeln. na klar. Die ist ja mit Kartoffeln. Ich habe gedacht, heute ist nicht so warm draußen. Und da passt sowas ganz gut. Das stimmt. Der Paketdienst war gerade da. Lenis zweites Gewächshaus ist angekommen. Also werden wir jetzt rausgehen und es aufbauen. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht freuen soll. Ich würde gern lieber einfach nur. Na, aber natürlich. Ja, gleichzeitig freue ich mich auf das Gewächshaus, weil ja daraus was Tolles entsteht. Also wir gehen es jetzt an. Einfach starten und dann wird die Stimmung noch besser. Ja, wir haben das gleiche Gewächshaus ja schon mal gekauft vor 4 Jahren. Wirklich gleicher Hersteller, gleiche Größe, aber ich zeige euch mal den Unterschied. So haben die Rohre damals ausgeschaut und mittlerweile sind sie so klein geworden. Wahnsinn. Die Folie ist die gleiche, aber die Rohre sind um 30-40% geschrumpft, um so viel weniger Material. Naja, wird ja hoffentlich die Saison überleben. Hier ist definitiv noch weniger Material verwendet worden und die sind ja eh schon so bekannt dafür, dass sie eigentlich ziemlich Schrott sind. Für uns macht es halt aktuell einfach keinen Sinn, hier ein echtes Polycarbonat-Gewächshaus oder Glasgewächshaus herzustellen, weil dafür muss man echte Fundamente betonieren. Also macht es noch keinen Sinn, deshalb dieser günstige Teil Schrott hier. Ich glaube, mich knutschen Elch. Okay. Hier ist die Sonne heraus. Sehr schön. Ja, dann starten wir mal mit dem Aufbauen. Und was sind deine Gedanken zum Frühling? Lass mal ein paar poetische
Gedanken raus für unsere Zuschauer. Ja, die Natur erwacht. Man sieht es auch an den Bäumen nebenan. Sie haben schon kleine Triebe, bald auch schon kleine Blätter. Die Obstbäume blühen, die Vögel zwitschern. Ja, das erheitert das Gemüt. Und wie geht's dir, wenn du jetzt zurückblickst, vor 4 Jahren im Frühling? Das sah ganz anders aus. War von dem Haus da hinten noch keine Spur. Die Rodung, die hier stattgefunden hat, das war im August 2020. Das ist also bald 6 Jahre her. Davor war das Haus unbewohnt, der Garten unbearbeitet und wir waren noch gute 3 Jahre hier gar nicht beschäftigt. Deshalb war das Ganze so übergewuchert und kaum mehr zu erkennen. Wegen Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Garten. Und das ist ein Hörschutz, weil sonst höre ich meinen Mann nicht mehr. Das wäre nicht so toll. Damals hatten wir also wirklich viel Arbeit, um das Ganze wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen, nur um es danach sowieso zu verunstalten und mit Baumaterial zu befüllen. Aber ja, so ist das nun mal. Ja, und ich kann mich erinnern, wir waren so motiviert. Ja, warum waren wir so motiviert? Unter anderem, wir waren davor über 2 Jahre unterwegs mit unserem Wohnmobil, das der Gabriel ausgebaut hat. Na sag einmal, was macht denn der da mitten in Helsinki? Wird's nicht mehr kommen, ha? Und natürlich waren wir dann voller Motivation für ein neues Projekt. Ja, Leideln, willkommen bei meinem wunderschönen Zuhause. Das ist mein Haus, das besitze ich, darauf habe ich keine Schulden und deshalb werden wir das in naher Zukunft auch wohnbar machen. Wir haben das ganze Potenzial gesehen in dem Häuschen und dachten, es ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. War es auch, aber natürlich trauern wir den alten Zeiten manchmal schon hinterher. Aber ja, es kommt immer wieder die Zeit für neue Lebensabschnitte. Jetzt gerade haben wir auch einen neuen Lebensabschnitt. Wir sind hier eingezogen und wir machen es uns häuslich und wir nehmen uns auch wieder für den Garten Zeit. Das Reisen war auf jeden Fall die schönste Zeit meines Lebens. Ich weiß nicht, ob in Zukunft jemals wieder so eine schöne Zeit kommen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, nichts ist unmöglich. Jetzt darf man mal nicht so schwarz malen, gell? Der Gabriel macht sich an die Feinarbeit. Die etwas größeren Brocken oder vielleicht teilweise noch Steine werden rausgefischt. Ihr seid live dabei bei unserem allerersten Versuch hier auf diesem Grundstück. Wir haben ja die vor ein paar Tagen pikiert und umgedopft. Das gleiche passiert einmal noch und dann wird es in das zweite Gewächshaus drüben hineingestellt. Wie ihr wisst, habe ich ja mit den Samen, mit dem Anpflanzen etwas übertrieben. Aber es soll uns nicht stören. Wir haben jetzt ein zweites Gewächshaus und ja, je mehr, desto besser. Natürlich soll das Ganze auch was werden. Also ich muss mich da auch echt gut kümmern jetzt, dass die optimalen Bedingungen haben, die Tomaten und Paprikas, damit dann auch eine große Ernte dabei rausschaut, wenn wir uns die ganze Arbeit schon antun. Und ich sag's euch, es ist richtig warm, eigentlich heiß da herin und dampflert.